Willkommen zurück, Freunde. Ja, schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal eingeschaltet habt. Mein Name ist Dennis. Ja, fruchtig, frische, grüne Düfte zeige ich euch heute. Und zwar 10 Stück. Top 10 fruchtig, fruchtige Düfte. Nee, fruchtig, frische, grüne. Grüne, fruchtig, frische. Wie auch immer. Auf jeden Fall geile, fruchtig, frische, grüne Düfte. Ja, Leute, das Wetter passt. Es ist heute sehr warm in Hamburg. Und ja, ich dachte, ich stelle euch deswegen mal fruchtig, frische, grüne Düfte vor. Ja, und dann sollten wir auch mal anfangen. So, der erste ist der ganz neue, brand new Duft von Roberto Ugolini. Ja, hier haben wir ihn. Kermit der Frosch. Sieht schon geil aus. Muss ich sagen. Das gefällt mir. Ich mache gerade zu dieser Jahreszeit, dieser grüne, so einen grünen geilen Flakon. Kommt schon geil. Giardino di Borbeli heißt dieser Duft und ist ein Apfel-Minze-Duft. So, Punkt. So, Apfel-Minze. Ein sehr starker Apfel. Sehr starker Apfel. Aber ist schon nice für diese Zeit jetzt. Also ich muss sagen, das kommt schon wirklich gut an. Oder denke ich, würde gut ankommen für Leute. Ich kenne viele Leute, mein Vater zum Beispiel auch, ist ein Fan von frischen Düften. Und er ist ziemlich kühl frisch. Also wirklich sehr grüner Apfel, dazu die Minze. Also ich finde, ja, die Rose ist auch noch im Background, aber nur im Background könnte vielleicht ein sehr, sehr grüner 17 Rosso sein. So könnte man euch, oder ja, so kann ich das euch am besten erklären. Also die DNA von Roberto Ugolini ist drin, klar, das ist für mich immer so ein bisschen 17 Rosso-Style. Und ja, der ist schon, also sagen wir mal vielleicht ein Negativpunkt. Es gibt vielleicht Menschen, ich habe schon Weichspüler gehört. Ja, das hat so einen Apfel-Weichspüler-Touch. Das kann sein, dass das viele nicht mögen, weil das vielleicht so ein bisschen synthetisch ist. Er ist für mich auch ein bisschen synthetisch, aber ich mache ja Äpfel oder beziehungsweise ich mache Apfeldüfte. Äpfel darf ich nicht wegen Heuschnupfen, das ist eine andere Story. Da fängt das ganze Maul an zu jucken, deswegen kann ich keine Äpfel essen. Das ist eigentlich schade. Und auch nicht Bio-Äpfel übrigens, falls das jetzt kommt, wegen nicht gespritzt, nur eben gekochte hier, so wie ein Apfelstrudel oder was weiß ich. Das darf ich dann essen, aber leider keine richtigen Äpfel. Aber ich mache sie eben riechen und deswegen mache ich auch diese Düfte, weil ich eben nicht essen kann. Und ja, Giardino di Borbeli ist schon ein sehr geiler Apfelduft. Kann ich nichts anderes zu sagen. Sehr grüner Apfelduft, aber schon sehr cool. Ist ein gutes Release. Ist mit eins, also wenn ich finde die Roberto Ugolini Düfte samt wirklich gut. Und der ist jetzt mit weit oben. Da gibt es welche, wo ich sage, okay, die sind jetzt nicht so gut wie die anderen. Also 17 Rosso ist natürlich nice. Mazzocco ist nice. Blue Suede Shoes ist geil. Und auch eben jetzt dieser neue Duft. Also den solltet ihr auf jeden Fall mal testen. So, der nächste kommt von Guerlain, wie ich immer so schön sage. L'Homme Ideal Cool. Ja, das ist einfach frisch. Und dann kommt der Waldmeister-Touch. Dann noch ein bisschen Zitrone. Ja, leider gibt es den nicht mehr. Also wenn ihr ihn noch findet, kauft ihn einfach. Wenn er 110 € kostet in 100 ml, holt ihn. Es ist so ein geiler, frischer Waldmeister-Duft. Und der kommt richtig gut. Schöner Duft. Ich verstehe nicht, warum die Düfte eingestellt werden. Warum macht das diese Brand? Ich verstehe es einfach nicht. Auch das Cologne, auch geil. Hier ist natürlich auch Mandel drin, aber leichte Mandel, dann mit Waldmeister, frisch. Wie beim Cologne auch Mandel, Zitrone, da ist extrem Zitrone auch eingestellt worden. Sehr, sehr schade. Ja, L'Homme Ideal, cool, sehr, sehr nice. So, dann kommen wir zu der Pride Edition von Le Mal. Ja, Le Mal Pride Edition. Das ist ein sehr extrem frischer Duft, fruchtig dazu durch Yuzu und dann ist da Blutorange drin und so weiter und so fort. Das Geile ist, dass dieser Duft viel stärker ist als, jetzt muss ich wieder überlegen, wie er heißt von Louis Vuitton. Ich werde ihn mal einblenden, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Holt euch diesen Duft hier. Ne? Louis ist gut, aber das ist genau ein sehr identischer Duft, nur dass der hier viel stärker hält. Der hält wirklich 10, 11 Stunden. Das schafft der Louis nicht.
Und für den Sommer so eine brachial starke ja, Ausstrahlung auch zu haben, auch Silage ist sehr stark. Oh, das ist Sommer. Das ist Sommer pur. Wie ihr eben kennt, Mann, wie kommen jetzt nicht auf diesen Duft? Wie heißt er von Louis? Meine Güte, Beach. Das ist ja nicht nur Beach, irgendwas anderes. Egal, ich habe ihn eingeblendet. Auf jeden Fall, den solltet ihr euch holen, wenn ihr ihn noch bekommt. Pride Edition, sehr, sehr nice. Und da liegt die Betonung auf nice. So, dann kommt der Green Lay von Parfums de Marly. Ja, Green Lay von Parfums de Marly. Auch hier ein Apfelduft. Allerdings muss ich sagen, der ist gut. Hier ist natürlich ein ganz extrem saurer grüner Apfel, der noch gar nicht richtig reif ist. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen, der noch holzig. Aber da finde ich den Roberto Ugolini besser. So, weil, wie gesagt, ich fand ihn immer geil. Also es ist ein sehr authentischer, richtig grüner Apfelduft. Aber ich finde so ein bisschen dieses, weil es ein bisschen weicher ist, dazu die Rose im Background, ist der Roberto Ugolini schon besser. Aber hier habt ihr eine ganz frische, sehr extrem saure Apfelnote, grüne Apfelnote mit eben Holz im Background und das ist sehr, sehr nice, ja. Fruchtig hier in diesem Fall jetzt nicht, ich habe ihn aber, weil er fruchtig, frisch, grün, ne, deswegen grün genommen ist dieser Duft auch mit dabei. Also Green Lay von Parfums de Marly gehört einfach mit hier rein. So, dann kommen wir zu Gritti Pomelo Sorrento. Ja, jetzt ist er mit dabei. Ja, das ist auch wirklich ein geiler Sommerduft. Frisch, auch fruchtig, Minze, Grapefruit und grüner Tee ist am Start. Ja, und die Minze ist eine, ja, schon eine etwas stärkere Minze. Und den grünen Tee merkt ihr auch, dieses, wie soll ich grünen Tee beschreiben? Ja, ihr kennt ja, wenn ihr, also es ist schon so ein, ich wollte sagen, stumpfer grüner Tee. Also ein Tee, der, ich kann das nicht wirklich gut beschreiben in dem Fall, diesen grünen Tee. Aber wenn ihr Grüntee riecht, dann wisst ihr ungefähr, wie auch dieser Duft, also natürlich durch die Grapefruit, das Frische, die Zitrische und so weiter, dann noch ein bisschen fruchtig und ja, Grapefruit, dann grüner Tee, Minze, also das ist ein sehr geiler Duft, war der Duft, ich glaube der Sommerduft 2022, okay, ja, er war nice, also ich finde Gritti-Düfte, jedenfalls an dieser Duft, den kann man sehr gut tragen, wenn es wirklich warm ist, wirklich heiß, besser schon gesagt und ja, Pomelo Sorrento, sehr, sehr nice. So, dann nehmen wir gleich mal noch einen Gritti, und zwar den ganz neuen Siracusa. Ja, Siracusa, das ist ein Duft, da frage ich mich, also ich habe ihn hier mit reingenommen, weil fruchtig, also er ist wirklich fruchtig, süß, muss man schon sagen. Da ist wirklich die Frage, also ich mag das, aber, oh, da hat auch einen Kaugummi-Style, da muss man echt, das ist ein Sommerduft. Da frage ich mich, ich werde das ja ausprobieren, aber der ist schon süß. Palmblatt ist mit dabei. Palmblatt ist auch mal was. Ne? Mandel und Zitrone. Zitrone, okay, nice, aber Mandel, Palmblatt, also Mandel kann man machen in ein Sommerduft, aber hier ist auch Vanille drin. Mandel und Vanille. Und ich finde ihn recht süß. Süß. Und er ist auch penetrant stark. Und das ist, aber irgendwie hat das was. Aber es riecht, es hat so einen kleinen Huber-Buber würde ich nicht sagen, aber klein, wirklich Kaugummi-Style, süßen Kaugummi-Style, das muss man mögen. Also bevor ihr euch diesen Duft zulegt, ich sage das ja immer, ich kaufe auch immer blind, und aber ich finde ihn gut, weil ich auch süße Düfte mag. Muss man sehen, wie das, wenn's, also ich glaube, der geht nicht, wenn es 30 Grad, weiß ich nicht, glaube nicht, das ist nicht so gut. Also vorsichtig, testet den vorher irgendwie. Das ist nicht jedermanns Sache im Sommer. Wenn ihr denkt, das ist ein heftiger, geiler Sommerduft, ja, aber er ist eben auch schon, finde ich, sehr süß. Und das muss man mögen, und da muss man dann auch mit rausgehen mögen, wenn es dann wirklich warm ist. Testet den einfach mal vor. Aber ist schon sehr geil, fruchtiger, frischer Duft. So, der nächste ist ja der CK1 Summer 2014. Das ist eigentlich der beliebteste CK1 Summer Duft, das, was ich so lese und höre. Ja, hier habt ihr natürlich fruchtige Frische auch hier. Ja, sie ist ziemlich kühl, und dann Tequila. Yes, Tequila. Und das hat ihn auch so beliebt gemacht, diesen Duft. Den gibt es natürlich nicht mehr, nur noch schwer zu bekommen. Was heißt schwer? Also manchmal bekommt ihr ihn, müsst ihr mal gucken. Und ja, der Tequila-Style ist schon nice. Limette, Kokoswasser kommt dazu, aber ihr merkt eben wirklich schon Tequila, und das macht ihn wirklich sehr, sehr
Gut, ich habe den natürlich schon eine Weile nicht sehr oft benutzt, weil ich benutze CK1 Summer nun wirklich nur im Sommer und ich habe einige Summer-Versionen deswegen und den bewahre ich mir gut auf, weil das ist wirklich der beliebteste und CK1 Summer 2014 solltet ihr auf jeden Fall mal testen, aber testen ist ein bisschen schwierig, denn kaufen. Aber auch hier bitte gebt nicht so viel Geld aus für CK1, nicht um das schlecht zu machen, aber hier nicht mit 100 Euro und sowas. Also ein Fuffi, das könnt ihr machen. Weil die 214er Version ist sehr beliebt, aber übertreibt, ne, handelt das ein bisschen runter, kann auch an, wo ihr den holt und ja, aber sehr geiler Duft. So, dann kommen wir zu den neuen Duft von Micallef und zwar Gin Tonic. Ja, da habt ihr Gin Tonic im Flakon, allerdings ohne Wacholder, gleich mal vorweg. Ne? Ohne Wacholder, ich liebe Gin Tonic, ist geil. Ohne Wacholder hier, aber erstmal ein sehr geiler Flakon. Und ja, man muss sich ja immer, ich sage ja immer, wenn einer oder wenn eine Brand Düfte oder Getränke als Duft rausbringt, dann muss man natürlich auch ein bisschen Abstriche machen. Das kann ja nicht 1:1 genau gleich werden. Aber hier habt ihr eine sehr geile Frische. Eine sehr geile Frische. Vielleicht auch ein bisschen, nicht negativ gemeint, ein bisschen Plastik im Background, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, synthetisch ein bisschen, aber das passt bei diesem Duft eigentlich ganz gut, weil er eben sehr frisch ist und auch ein bisschen halten soll. Auch hier kommt die Minze. Das ist auch wahrscheinlich die Minze. Ich finde als Minze nicht in jeden Duft, Torino 21 ist das besser gemacht. Aber meistens sind sie doch, finde ich, sehr synthetisch. Also man riecht das schon, man hat das schon im Hals, sei schon in der Nase extrem, aber er hat was und der kühlt wirklich, wenn es warm ist. Heute ist es wirklich warm und dann hier bei dem Licht merkt man, dass er doch schon hier in der Luft sehr geil abkühlt. Man muss, die bisschen diese Art Duft mögen als Mann. Limette, Bitterorange kommt auch noch dazu und im Endeffekt ist es alles ein bisschen bitter. Ja, so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Aber Gin Tonic ist auch ein bisschen bitter. Ne? Und wie gesagt, hier ist natürlich kein Wacholder drin. Was heißt nicht klar, aber hätte man vielleicht auch, keine Ahnung, ob man das machen kann. Wäre es vielleicht noch ein bisschen authentischer geworden. Aber trotzdem ist das schon sehr nice gemacht. Ingwer, Maiglöckchen und Muskat ist auch noch am Start. So, da haben wir natürlich dann Limette. Wir haben Minze. Und vor allem Bitterorange und Muskat. Dass der natürlich ein bisschen bitter rüberkommt und ein bisschen stumpf, ist klar. Aber schon sehr, sehr nice. Also gefällt mir. Und für den Sommer kühlt er wirklich gut ab. Und dazu noch einen schönen Gin Tonic trinken. Sehr, sehr nice. So, der nächste, ja, den habe ich mir auf Sylt geholt. Ich glaube vor 1 Jahr. Und ich war so, wo ich ihn das erste Mal gerochen habe. Das ist ein schöner Ingwer-Eukalyptus-Duft. Geil. Atkinson 44 Gerard Street. Der hat mir so gefallen, von Anfang an. Eukalyptus, Ingwerduft. Vor allen Dingen, es ist ein Ingwerduft, aber ein richtig geiler Ingwerduft. Oh, denn die Süße im Background. Oh, sehr nice. Und ich freue mich, dass es jetzt wieder Sommer wird. Geiler Duft. Dazu die Limette. Ihr müsst euch das so vorstellen. Limette, Ingwer, Eukalyptus und den Background ganz leicht nur, keine Angst, für die Leute, die Rose nicht mögen, Rose. Aber diese Süße, so ein süßer Ingwer, ist das geil, absolut geil. Mehr möchte ich nicht sagen. Den solltet ihr mal auf jeden Fall testen. Sehr geiler Duft. So, und zu guter Letzt kommt ein kleiner Geheimtipp, weil im Schnitt werden das nicht so viele kennen, diesen Duft. Und zwar Swiss Arabian El Basil. Ja, Basil, ne? Und das ist ein Duft, ein arabischer Duft, der einfach anders ist. Oh, ja, auch für den Sommer geeignet, aber mit Leder. Sehr nice. Salbei und Zitrone, vor allen Dingen Salbei. So, dieser Duft basiert auf Salbei. Dazu Leder, Zitrone. Hat schon Stil. Ich wollte schon sagen Stil und Speed. Wirklich Stil. Kardamom kommt dann noch dazu und Praline. Und das für den Sommer. Man kann das geil tragen. Sehr nice.
Gefällt mir. Also, das ist mal ein Duft, der auch nicht viel Geld kostet. Ne? Kommt auch noch dazu. El Basil solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Durch dieses Salbei, Kardamom, das hat schon was. Leder und Praline dazu. Muss man erstmal machen, aber sie schaffen es. Sehr, sehr nice. Ja, das waren meine fruchtig grünen, frischen Düfte. 10 Stück am Start. Und ja, schreibt mal, was habt ihr denn so? Oder schreibt einfach, wie findet ihr diese Düfte, wenn ihr sie kennt. Was haltet ihr von den Gritti, den neuen? Meint ihr auch, der ist ein bisschen zu süß? Was sagt ihr zu CK One, den 14, die 2014 Version? Findet ihr den auch geil? Und den neuen, na gut, den werdet ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht kennen, den ganz neuen Roberto Occolini. Ja, oder Gin Tonic. Was sagt ihr zu den Gin Tonic von Micallef? Also Leute, und ich habe es vergessen am Anfang für alle Neuen natürlich, wenn ihr das Video hier gesehen habt, bleibt einfach hier, drückt die Glocke, abonniert mich. So schaut's aus. Also, bis zum nächsten Mal.